Mindcast, der Schweizer Startup-Podcast. Folge 5: Softwareentwicklung in Indien. Präsentiert und produziert von Swissminds. Unterstützt durch den Technopark Luzern. Herzlich willkommen zur 5. Folge von Mindcast mit Softwareentwicklung in Indien. Heute bei mir zu Gast ist Markus Heggi. Markus hat seit 15 Jahren eine erfolgreiche Firma in Indien. Markus, vielleicht stellst du dich gerade selbst vor. Ja, danke. Ich habe vor 15 Jahren eine Firma gegründet, die Firma Colayer, eine schweizerisch-indische Softwarefirma. Wir machen eine Collaboration-Software, Collaboration-Plattform. Das heißt, wir machen vor allem Intranet, Extranet für Teams, um zusammenzuarbeiten, vor allem im Gesundheitswesen. Also irgendwo im Bereich ähnlich wie SharePoint, Lotus Notes, Documentum oder so in diesem Bereich. Vorher habe ich in St. Gallen Betriebswirtschaft studiert, dann habe ich an der Fernuniversität Hagen ein Informatikstudium gemacht und bin dann für knapp 3 Jahre bei Deloitte Consulting habe ich gearbeitet in Zürich und in San Francisco. Super. Herzlich willkommen bei Mindcast TV. Okay. Indien, ein riesengroßes Land. Wie kamst du auf die Idee, nach Indien zu gehen? Ich war in San Francisco, habe dort Startups besucht. Das war 1999, also im großen Boom oder im großen Hype der Internetblase. Und habe mit Startups gesprochen, die gerne eine Partnerschaft mit Deloitte Consulting wollten. Ich bin dann zurück in die Schweiz gekommen und habe da ziemlich schnell dann bei Deloitte gekündigt und meine eigene Firma Colayer gegründet. Und für eine Softwarefirma braucht man Softwareentwickler. Ich habe in der Schweiz gesucht, aber nicht gefunden, weil es war da Jahr 2000 Bug, Y2K, also die waren alle in den Banken oder bei Internet-Startups, die schon etwas weiter waren. Und dann dachte ich, ja gut, dann gehe ich, wo es viele Entwickler gibt, also nach Indien. Ja. Wie war deine erste Ankunft in Indien? Warst du vorbereitet? Hattest du einen Kulturschock jetzt verglichen mit der Schweiz? Ich hatte schon einen Kulturschock, wobei ich war noch nie in Asien, aber ich war schon reisen in Afrika. Ich habe es also ein bisschen gekannt, das Umfeld zumindest. Ich war schon von dem her vorbereitet. Aber Indien hat mich auch früher nie so sehr interessiert. Ich hatte damals noch keinen großen Bezug zu Indien. Ich musste sehr vieles lernen dann dort und so. Ja. Ich bin dann auch relativ naiv runtergegangen. Ich dachte, ich gehe dort runter, mache mal eine Firma für ein paar Wochen, dann komme ich zurück in die Schweiz und dann funktioniert das. Das ist natürlich nicht so. Ich bin dann einige Jahre, also mindestens 50% meiner Zeit habe ich in Indien verbracht, sonst hätte das nicht funktioniert. Und jetzt funktioniert es? Ja, also mittlerweile hat sich das gut eingespielt. Das mit dem Management. Wir haben natürlich viele Dinge ausprobiert, die nicht funktioniert haben auch. Und da muss man sich ein bisschen finden und schauen, was kann man nicht, was funktioniert gut und was nicht. Also was ich jetzt raushöre, ist das der klassische Outsourcing-Gedanke. Ich gehe nach Indien, mache schnell eine Firma auf 2-3 Wochen, komme wieder zurück und dann wird das für mich so entwickelt. Das geht so nicht. Also typischerweise Spezifikation runterschicken und gut ist. Und 3 Wochen später bekomme ich die Software. Das ist nicht so. Nein, vor allem für eine Produktefirma nicht, weil da möchte man ja, dass die Entwickler mitdenken, dass die Entwickler nicht nur Spezifikationen lesen und da entwickeln dagegen, sondern dass die Entwickler auch eigene Ideen einbringen und das Produkt mit der Firma, mit uns, mit mir zusammen weiterentwickeln. Und da muss ich unten sein, da muss ich 1:1 mit ihnen Kontakt haben. Ich war eben etwa 40%, jetzt etwas weniger, früher am Anfang mehr als 50% in Indien über die letzten 15 Jahre. Und so hat das gut funktioniert. Also hast du eine Methode gefunden, um das effizient zu machen? Also einerseits, dass du nicht mehr viel unten sein musst und andererseits, dass das auch funktioniert, dass sie unten auch mitdenken. Ich denke, das ist nicht eine einfache Arbeit gewesen. Ja, man muss natürlich die Leute aufbauen. Ich habe manchmal gedacht, wenn wir neue Leute eingestellt haben, oh mein Gott, wo kommen die her? Und dann, aber wenn man in die Leute wirklich investiert und seriös investiert, wenn man sie auch ernst nimmt und ihren Hintergrund ernst nimmt, dann war ich oftmals sehr erstaunt positiv. Nach 6 Monaten hatten wir ganz andere Personen als die wir eigentlich eingestellt haben am Anfang. Also es gibt ein sehr großes Entwicklungspotenzial dort. Also man kann die Leute auf sehr hohes Niveau bringen.
wenn man eben entsprechend investiert. Größe ist ein gutes Stichwort. Indien ist ja ein bisschen größer als die Schweiz. Gibt es vielleicht einen Größenvergleich, um das ein bisschen bildhaft zu veranschaulichen, wie groß das dort unten ist? Also wir sagen manchmal ein bisschen scherzhaft, wir sind in einer kleinen Stadt außerhalb von Bombay, Pune. 4 Millionen Einwohner hat die kleine Stadt. Bombay hat 25 Millionen, okay. Ja. Und Pune ist ein bisschen die Universitätsstadt, also das Ausbildungszentrum in Indien, ein bisschen das Oxford von Indien. Und Pune allein hat 47 Institute, die Softwareentwickler ausbilden. Das Pune allein, diese Stadt. Und da kommen immer Hunderttausende von Entwicklern in Indien. Also es ist fast unerschöpflich, das Potenzial dort. Wir machen Inserate in der Zeitung, wir haben Inserate gemacht, einen Software-Ingenieur gesucht und dann hatten wir 2000 Bewerbungen. Also das kann man sich aus Schweizer Verhältnissen nicht vorstellen. Also auf der einen Seite haben wir eine große Infrastruktur, die Leute ausbildet. Auf der anderen Seite, nehme ich an, hat es auch Firmen, die Leute benötigen. Ja. Also da wäre doch das klassische Outsourcing nach Indien ein einfaches Businessmodell für die Softwareentwicklung. Also ich kann das von der Schweiz aus machen, muss da nur ein bisschen schauen, dass es ein bisschen läuft und dann wäre ja das eigentlich gut. Aber so einfach ist es trotzdem nicht, nehme ich jetzt mal an. Ja, eben. Ich meine, dieselbe Erfahrung haben ja viele Firmen auch in der Schweiz. Zum Beispiel die Schweizer Banken haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Der erste Ansatz war, man hat Entwicklungszentren gemacht in Indien, beide von den Schweizer Großbanken. Und nach einiger Zeit hat man gemerkt, es funktioniert irgendwie nicht, weil es ist halt eine andere Kultur, man muss die Leute anders führen. Und dann hatte man das Gefühl, ja gut, dann ist es vielleicht besser, wenn wir das alles outsourcen, also die Führung der Leute und nur die Spezifikationen runterschicken. Dann haben die Großbanken die Entwicklungszentren, die sie selber aufgebaut haben, verkauft an große indische Outsourcer, Cognizant, Tata, Infosys. Oder? Und gerade mit mehrjährigen Auftragsverhältnissen, mehrjährigen Verträgen zusammen. Und jetzt gibt es eigentlich wieder eine Bewegung zurück. Also jetzt ist die Tendenz wieder, dass die auch Schweizer Großbanken oder generell Schweizer Firmen wieder eigene Firmen unten machen, weil das Outsourcing-Modell ist auch nicht ideal, vor allem wenn man länger mit Personen zusammenarbeitet und vor allem wenn es sich um komplexe Businessprozesse handelt. Man kann ja nicht alles bis ins Detail spezifizieren. Am Schluss braucht die Spezifikation so viel Arbeit wie die Implementation. Das kann sie auch nicht sein. Und da muss man mit ihnen zusammenarbeiten, eng. Und dann ist es doch von Vorteil, wenn sie eigene Mitarbeiter sind. Da gibt es natürlich noch etwas anderes. Wenn man es outsourced an eine Firma, die Outsourcing-Firma hat immer das Interesse, das Projekt größer zu machen. Und die eigene Firma, wenn man eine eigene Firma hat, die hat immer das Interesse, das Projekt möglichst zu vereinfachen. Also ein Outsourcer hilft keiner Firma, in Zukunft die Businessprozesse zu verbessern und effizienter zu machen. Wenn man outsourced, am Anfang ist es viel günstiger und ja super. Und nach ein paar Jahren merkt man dann, ja, aber es hat sich nicht weiterentwickelt. Heute ist man auf einem anderen Stand technologisch. Es gibt vielleicht auch viele neue Software. Der Outsourcer hat kein Interesse, das besser zu machen und schneller zu machen und billiger zu machen. Das kann man dann nur mit einer eigenen Firma. Also wenn ein Startup von uns, also einer unserer Zuschauer, ein Softwareentwicklungsprojekt hat, soll sich entweder in der Schweiz jemand finden oder effektiv in Indien gründen. Wie kommt er dann nach Indien? Also ja, idealerweise hat man ja Kontakt. Also entweder wendet man sich an dich oder man hat selber schon Kontakte drunter in Indien. Weil ohne Kontakte wird es schätzungsweise nicht gehen. Wie war es bei dir? Ich ging ohne Kontakte runter, lief einfach mal bei Deloitte Indien in die Firma rein. Ich habe zwar nicht mehr dort gearbeitet, aber wurde sehr gut aufgenommen. Dann ich dachte zuerst, ich fange in Bombay an, weil dort gibt es Direktflüge in die Schweiz, wenn ich öfter reisen muss. Aber Bombay, eine Riesenstadt, vor allem mit meinem Schweizer Hintergrund. Und dann ist der
die Office-Infrastruktur ist sehr teuer in Bombay, wenn man vergleicht mit den Löhnen. Also sind sie irgendwo im Keller unten, die Firmen, die ich dann besucht habe, an so ganz kleinen Tischchen, wo eine Tastatur Platz hat und dann sitzt der Nächste mit der nächsten Tastatur, Bildschirm und so. Das hat mir irgendwie nicht gefallen. Und dann hat ein Partner von Deloitte ging dann nach Pune, hat mich mitgenommen. Dann dachte ich, ja gut, das ist hier viel besser zum Arbeiten. Hat mich dort ein paar Leuten vorgestellt und ja, dann habe ich die erste Rekrutierungsrunde gemacht und dann angefangen. Ja. Man sagt ja quasi, dass die Start-up-Szene in Indien jetzt auch sehr, sehr am Boomen ist. Man munkelt ja so ein bisschen, es ist das zweite oder das indische Silicon Valley. Und von der Qualität her ist es natürlich definitiv so, und das kannst du sicher auch bestätigen, dass die Entwickler, also gerade die Entwickler, in sehr, sehr hoher Qualität entwickeln. Also es ist nicht so, wie man sich das vorstellt, man schickt das in Indien und dann kommt irgendetwas Komisches zurück, sondern wenn man es richtig anpackt, dann kriegt man auch qualitativ hochstehende Software. Ja, das ist auf jeden Fall so. Also Startup-Szene in Indien, ich bin sehr begeistert davon, dass das jetzt stattfindet. Man muss aber sehen, das ist ein ganz kleiner Teil von den Leuten, die Startups machen und bei Startups mitarbeiten. Eben weil es natürlich so viele Softwareentwickler und generell so viele Leute gibt in Indien, sind das natürlich zahlenmäßig dann auch wieder viele. Aber ich meine, normalerweise in Indien ist der Firmenname, der Brand, sehr wichtig. Jeder will für eine große Firma arbeiten. Also Startups sind noch nicht angesehen. Das kommt jetzt eben langsam. Aber bis jetzt hat das schon noch gefehlt. Ja. Und gut, als kleine Firma, für indische Verhältnisse klein. Wir hatten bis knapp 70 Mitarbeiter. Ist immer noch klein für Indien natürlich. Und das ist natürlich schwierig. Die Hauptherausforderung ist ganz klar die Fluktuationsrate. Also die Leute nach dem Studium finden sie normalerweise, oder haben sie Mühe, eine Arbeit zu finden. Dann kommen sie gute Leute, direkt vom Studium kann man sehr gute Leute rekrutieren und dann aber, sobald sie ein Angebot von einem Großen erhalten, dann gehen sie, das ist keine Frage. Also das Ziel der Entwickler ist dann bei den Großen zu arbeiten. Ja. Dann bist du quasi absolut, ein Entwicklungsaccelerator, ja. Also für einen gewissen Prozentsatz, ich nehme an. Ich glaube, das war ist die Hauptherausforderung in Indien. Für eine Produktefirma ist das natürlich tödlich, weil man kann natürlich, wenn man Java entwickelt, dann kann man wieder einen Java-Entwickler rekrutieren. Aber wenn man sein eigenes Produkt hat, dann geht es ein halbes Jahr, bis der überhaupt produktiv wird und ein Jahr, bis er gut ist. Und wenn er nach einem Jahr wieder weggeht, dann ist das natürlich ein Verlustgeschäft immer. Gehen wir ein bisschen zurück zu den Startups. Also auch du warst ja quasi vor 15 Jahren ein Startup. Du hast eine Firma in der Schweiz gegründet und eine Firma in Indien. Jetzt, ich nehme an, die Firmengründung, der Prozess für die Firmengründung ist da ein bisschen unterschiedlich. Ja, es wurde viel einfacher. Damals war es fast unmöglich oder sagen wir, es hat Monate, wenn nicht Jahre gedauert, bis das Ganze durch war. Wir hatten Glück wieder, weil Deloitte hat uns eine Shelf gegeben, also eine Mantelfirma, Anorak Trading Private Limited, und dann mussten wir dort nur noch den Namen ändern, was immer noch einige Monate ging, aber das war dann einiges einfacher. Wir konnten dann diese Firma weiterführen. Ja, das ist in der Schweiz natürlich wesentlich einfacher. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, generell die ganzen staatlichen Prozesse und was man alles haben muss und die Vorschriften, die manchmal auch zu uns keinen Sinn machen, aber da muss man einfach dann durch. Ich habe natürlich immer lokale Leute gehabt, die das für mich gemacht haben, auch wenn wir Dinge einkauften, da nicht versuchen, das selber zu machen, sondern wirklich durch lokale Leute das zu machen, die wissen, wie man das macht, wo am besten und die wissen, was da die Gepflogenheiten sind. Also hauptsächlich zu deinem Schutze? Ja, sicher auch, ja. Oder zum Schutze der Firma quasi, dass sie das selber besser machen können, genau. Ja. Vielleicht kommen wir ein bisschen zu deinen Erfahrungen im Zusammenhang mit Indien. Hast du eine positive und eine negative Erfahrung, die du uns mitteilen könntest, gerade im spezifischen Zusammenhang mit Indien? Gut, die positive Erfahrung, das sind die Leute. Die sind sehr offen. Die positive Erfahrung ist, ich in Indien ist eigentlich, ich habe eigentlich fast durchwegs nur positive Erfahrungen gemacht. Ich selber jetzt, ich als Person. Sie sind sehr offen.
Sie wissen, der kommt von Europa, der weiß es nicht besser, oder? Und wenn man kulturell macht man immer wieder Fehler oder so und man ist halt anders, es ist eine andere Kultur und da ist man sehr großzügig und sehr tolerant. Es ist ja auch eine Demokratie, es hat die Mehrheit sind Hindus, es gibt 15% Muslim, es gibt 3% Christen und Hindus ist ja nur von außen eine Religion. Wenn man mal in Indien ist, stellt man fest, dass das eigentlich sehr viele Religionen sind und dass Nordhindu und Südhindu eigentlich nicht viel miteinander zu tun haben. Und von dem her ist das eine sehr tolerante Gesellschaft. Es funktioniert ja auch gut. Wenn man sieht, dass 1,2 Milliarden Leute dort leben, dann funktioniert das eigentlich sehr gut zusammen heute. Und so habe ich mich eigentlich immer sehr wohl gefühlt in Indien. Was man sich daran gewöhnen muss, kulturell, ist natürlich, dass nie jemals jemand Nein sagt. Also wenn ich jemandem einen Auftrag gebe und einen Tag später komme ich, sage ich, und, hast du das gemacht? Ich kriege immer ein Ja, 100%. Jetzt mittlerweile weiß ich, dass es wichtig ist, dann zu schauen und zu hören, was kommt nach dem Ja. Also ist es ein Ja, ich habe es gemacht, oder ist es ein Ja, ist gut, dass du mich daran erinnerst, weil ich mache es jetzt dann gerade, oder? Oder Ja, da habe ich noch Fragen. Also man muss eben die Kommunikation, das muss man einfach lernen, was bedeutet. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man selber unten ist, weil man lernt dann auch ein bisschen die Körpersprache, man lernt sich zu verstehen gegenseitig und so. Das ist sehr wichtig. Ja. Und die weniger gute Erfahrung? Die Fluktuationsrate zum Beispiel, das war wirklich die Challenge, oder? Sonst gibt es vieles. Ich habe auch oft festgestellt, dass ich gedacht habe, ja gut, funktioniert nicht, das ist halt Indien. Und mittlerweile habe ich auch in Europa ein paar Softwareentwicklungsteams geführt und ich musste feststellen, dass vieles in Europa genau gleich ist. Also man sagt dann auch relativ schnell, wenn man als Schweizer nach Indien runtergeht, man hat Geschichten gehört über Indien und so, dann sagt man auch relativ schnell, ja, das ist halt Indien und so. Aber dann stellt man fest, es ist eigentlich eher ein Problem mit der Softwareentwicklung als ein Problem mit der Kultur. Also erstaunlich vieles ist auch gleich. Sofern man die Leute natürlich entwickelt. Am Anfang sind die Leute schon ein bisschen anders und dann muss man einfach eine gute und starke Unternehmenskultur aufbauen und die Leute, die sind dann sehr offen für kulturelle Veränderungen oder für den Arbeitsstil. Sie lernen relativ schnell, sie entwickeln sich relativ schnell. Man darf auf der anderen Seite auch nicht zu viel des Guten machen mit der Unternehmenskultur. Man muss dann sehen, wo ist etwa die Grenze. Also man muss sicher auch vieles von Indien annehmen. Man darf nicht versuchen, eine Schweizer Firma in Indien aufzubauen. Das funktioniert auch nicht. Sonst hat man, also es funktioniert, solange man dort ist und solange man sehr viel Energie investiert, das System aufrechtzuerhalten, das Schweizer System. Und für gewisse Dinge ist es das natürlich wert, da muss man das machen, muss man konsequent sein, für viele Dinge nicht. Da muss man dann sagen, ja gut, Sie machen es anders, führt auch zum Ziel, ist auch okay, dann lassen wir das so. Also Kulturwechsel, ja, aber nur ein bisschen in dem Moment. Unternehmenskultur, ja. Unternehmenskultur, aber ja, nicht natürlich. versuchen, eine schweizerische Firma aufzubauen. Sondern ich als Schweizer bringe natürlich mich selber ein und dann auch Sie als Inder, als Persönlichkeiten wahrnehmen und schauen, wo man sie am besten einsetzt und wie es am besten geht und so. Ja. Softwareentwicklung hat ja immer auch ein bisschen mit Sicherheit zu tun, gerade mit Sicherheitsproblemen. Merkt man das in Indien, also jetzt einerseits im Entwicklungszyklus, dass das richtig entwickelt wird und auf der anderen Seite die ganzen Sicherheitsvorfälle, ist das da auch präsent? Ja, und man ist auch schon recht professionell in Indien. Also die Polizei in Pune, die hat eine eigene Abteilung, die sich mit Cybercrime auseinandersetzt und so. Also ich war schon ein bisschen überrascht. Wir hatten zweimal einen Fall von Hacking und das waren beides mal Mitarbeiter. Das ist ja meistens so bei Hacking. Und
Also es war für mich, vor allem das erste Mal war es für mich natürlich schon ein bisschen ein Kulturschock und eine andere Erfahrung. Das war ein Ex-Mitarbeiter und über verschiedene Logfiles und so konnten wir herausfinden, wer es ist, haben das der Polizei gemeldet. Dann hat die Polizei mit einem von unserem lokalen Management gerufen. Dann haben sie einen großen Lastwagen voll Polizisten gehabt. Ging er auch dort rein, gingen sie vors Haus, haben das Haus umstellt des Ex-Mitarbeiters und irgendwie 20, 25 Polizisten haben geläutet, haben das Haus halb gestürmt, sind sofort reingegangen, haben ihn festgenommen und der Computer mit. Das ist natürlich schon, da staunt man als Schweizer. Also es wird recht ernst genommen von der indischen Polizei. Ja. Und eben, das ist halt die indische Kultur, wo dort reinkommt. Die Polizei arbeitet anders, das ist ein anderes System dort. Und sie haben ihn dann verhaftet, er war nur eine Nacht dann im Gefängnis, dann kam er frei on bail. Und dann die Gerichtsverfahren, die sind ewig, die dauern ewig. Also die sind normalerweise so bei Verkehrsunfall, das kommt dann etwa 12 Jahre danach ins Gericht. Und das hat sich jetzt ein bisschen verbessert, aber das geht ewig lange. Das ist auch noch interessant in Indien, wenn man jemandem sagt, dass man vor Gericht geht, mit jemandem sich nicht eine Auseinandersetzung hat und sagt, man macht ein Verfahren, dann lacht er nur, dann sagt er, ja, mach du das, wir sehen uns dann in 12 Jahren, oder? Aber wenn man jemandem sagt, man geht zur Presse, das ist dann haben sie Respekt. Also die Presse übernimmt ein bisschen die Rolle, die hier in der Schweiz die Gerichte übernehmen. Weil das ist dann heikler für die Leute. Also jetzt, wenn man Verträge abschließt, den Vertrag dann vor Gericht durchzusetzen, ist dann eher schwieriger. Sehr schwierig. Eigentlich braucht man gar keinen Vertrag, weil jeder kann dann zur Presse gehen. Ja, es kommt darauf an, was für ein Vertrag. Man kann natürlich immer zur Polizei gehen und das ist nie gut für eine andere Firma, aber es ist nicht so wie in der Schweiz, nicht so ernsthaft. Was möchtest du sonst noch unseren Zuschauern mitgeben, gerade im Zusammenhang mit Indien? Auf jeden Fall offen sein und wenn man eine Firma dort aufbaut, versuchen auf demselben Level zu sein mit Indien, versuchen auf demselben Level eine Firma aufzubauen. Ich glaube, ABB macht das recht gut. Die haben ja bis zum Verwaltungsrat haben sie jetzt auch Inder drin und eigentlich auf allen Stufen haben sie Inder also auch Verantwortung geben. Nicht nur Leistungen erwarten, sondern auch Verantwortung geben und die Leute ernst nehmen. Und weil am Anfang kommt einem vieles sehr komisch vor, sehr strange. Und mit der Zeit versteht man dann, gewisses macht Sinn und gewisses muss man halt dann sagen und anders eine andere Kultur aufbauen und dann geht das gut. Also ein Geben und ein Nehmen. Genau. Ja. Jetzt gebe ich dir einen freien Wunsch, sage ich jetzt mal, wenn du eine Person hier gerne sitzen oder auf deinem Platz gerne sehen würdest, der Rede und Antwort steht, wer wäre das? Also spontan fällt mir Reto Hartinger zum Beispiel ein. Das wäre sicher Co-Founder von Search. Das wäre sicher eine interessante Person. Sonst, ich meine, der Founder von Run My Accounts ist sicher auch eine interessante Person. Würde ich auch gerne mal ein Interview sehen von ihm. Ja. Das sind so die zwei, die mir jetzt spontan einfallen. Perfekt. Markus Heggi, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch und den Einblick in dieses sehr persönliche Thema auch Indien. Ja. Danke vielmals. Danke für die Einladung. Liebe Zuschauer, jetzt kommt ihr zum Zug. Wir freuen uns natürlich ganz, ganz fest über Feedback. Das heißt, gebt Kommentare ab und teilt diese Videos in euren sozialen Netzwerken. Besten Dank. Das war Mindcast, der Schweizer Startup-Podcast. Mehr Informationen und weitere Folgen finden Sie unter www.mindcast.tv.